Diese Marke verspricht nicht weniger als die Revolution unserer Ernährung. The Vegetarian Butcher, der Metzger, den angeblich sogar Kühe lieben. Mein Freund und ich sind vegetarisch und wir unterhalten uns darüber immer. Wir finden das total witzig. Ich glaube, in 20 Jahren wird es das nicht mehr geben. Massentierhaltung überhaupt nicht. Nicht erst seit Tönnies, Fleischersatzprodukte boomen. Die Produktpalette wird immer größer, der Geschmack immer fleischiger. Fühlt sich richtig wie Fleisch an. Wie so ein Nürnberger Würstchen. Richtig lecker. Max will wissen, wer ist dieser vegetarische Metzger und können die Produkte wirklich eine Revolution sein? Der vegetarische Metzger. Der Metzger, der gänzlich ohne Fleisch auskommt, ist jetzt in den deutschen Supermärkten. Namen wie ohne Hickhackbällchen, Lass die Sau raus Würstchen oder Wien Schnitzel. Das bleibt hängen beim Verbraucher. Also auch die Namen, diese sich hier Wien Schnitzel oder so, ich finde die total witzig und total schön irgendwie. Ich finde es eigentlich gar nicht verkehrt, wenn das hilft, Leute mehr so in die Richtung vegetarisch essen zu bewegen. Interessant, vor allem für die Hersteller, ist der Markt rund um Fleischersatzprodukte. Wurden 2015 noch Waren für rund 142 Millionen Euro verkauft, waren es 2019 bereits 225 Millionen, ein Plus von krassen 58%, Tendenz weiter steigend. Kein Wunder also, dass da immer neue Produkte auf den Markt drängen. Die Geschichte hinter The Vegetarian Butcher geht so: Der Holländer Jaap Korteweg ist Metzger und Landwirt in 9. Generation. Während der Schweinegrippe beschließt er, Vegetarier zu werden und ab diesem Zeitpunkt nur noch fleischlose Produkte herzustellen. Damit trifft er einen Nerv unserer Zeit. Da treffen natürlich den Nerv von vielen Leuten, das ist doch klar. Wenn das genauso schmeckt, warum soll man dann Tiere für töten und quälen? Vor 5 Jahren war das noch undenkbar, dass so viele vegane Produkte angeboten werden. Und heute gehen sie in jeden Laden fast und die Auswahl wird immer größer. Mittlerweile ist das Unternehmen gewachsen und beschäftigt über 100 Mitarbeiter. Es verkauft seine Produkte in 17 Ländern in rund 4000 Geschäften. Das Versprechen? Fleischgeschmack ohne Fleisch. Unsere Vision ist es, Tiere aus der Nahrungskette zu befreien und eine Revolution im Ernährungsverhalten auszulösen. Markige Worte, dafür müssen sie aber erstmal geschmacklich überzeugen. Das sollen die Fleischlos-Experten für uns testen. Max in Stauffenberg. Wir treffen Franziska, Isabella, Daniel und Roman. Die Studenten haben den Foodblog Vitaritus 1 gegründet und testen sich seit Jahren durch den Dschungel der Fleischersatzprodukte. Durch auch Vegetarier in unserem Team haben wir schnell gemerkt, dass uns eigentlich eine Übersicht über den ganzen Markt von Fleischersatzprodukten fehlt. Da ja dieser Fleischersatz eigentlich dieser Einstieg überhaupt in die vegetarische Ernährung ist, dachten wir uns, okay, dann testen wir halt und sammeln dieses ganze Wissen auf unserem Blog und erstellen ein Ranking. Dieses Ranking umfasst mittlerweile 42 Produkte. Für Max schauen sich die Experten heute die fleischlosen Patties und die Würstchen genauer an. Die Patties gibt es als vegetarische Rinds- und vegane Hähnchen-Variante. Das riecht total süß, finde ich. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass es auf Sojabasis ist, finde ich. Ja. Vom Geruch Man riecht's direkt. merkt man direkt. Ja. Und ganz arg gewürzt. Ja. Aber ich finde, es riecht gut. Preislich liegen alle Produkte bei 2,99 € für 160 Gramm. Das ergibt einen stolzen Kilopreis von etwa 18,50 €. Das fleischige Pendant der Rewe-Eigenmarke Wilhelm Brandenburg liegt beim Kilo Rinderhack bei 7,96 €. Das Kilo Hähnchenbrustfilet bei 10,83 €. Der vegetarische Metzger ist also deutlich teurer. Dadurch, dass die Produkte von The Vegetarian Butcher auch gut schmecken, finde ich das eigentlich völlig in Ordnung. Ich wäre zufrieden, einen Burger zu essen. Ich wäre aber nicht zufrieden, einen schönen, saftigen, fleischigen Burger zu essen. Die vegetarischen Würstchen schneiden bei den Experten besser ab. Konsistenz ist krass. Die ist wirklich wie Fleisch. Also, The Vegetarian Butcher kann Würstchen und kann viele andere Produkte. Das Fazit der Gruppe geteilt. Bei dem Burger, wie gesagt, ist noch Verbesserungsbedarf da. Aber er schmeckt gut, also er schmeckt nicht schlecht. Erinnert nur nicht so stark an Fleisch, wie er sollte. Und die Würstchen sind echt mega gut getroffen. Also die haben eine richtige fleischige Konsistenz und man hat das Gefühl, man isst eine Wurst. Umweltfreundlich, geschmacklich nicht schlecht. Ist The Vegetarian Butcher also wirklich die angekündigte Ernährungsrevolution? Nicht ganz. Denn hinter dem vegetarischen Metzger steckt ein Milliardenkonzern. Seit Ende 2018 ist The Vegetarian Butcher Teil von Unilever.
einem der größten Lebensmittelkonzerne der Welt. Jahresumsatz 52 Milliarden Euro. Das Problem? Unilever kontrolliert 8% der globalen Produktion an Palmöl und steht dafür immer wieder mächtig in der Kritik. Wir blicken auf die Zutatenliste. Auch in den Produkten von The Vegetarian Butcher ist Palmöl enthalten. Sehen Sie, da haben wir es doch schon wieder. Großkonzerne und alles drum dran. Ob das gesund ist oder nicht, weiß überhaupt keiner. Es wundert mich nicht. Es wundert mich überhaupt nicht. Das wird wahrscheinlich aber nicht nur in solchen Produkten stecken, nehme ich mal stark an. Hier ist es halt gerade, da schaut man halt gerade drauf, weil diese Produkte recht neu auf dem Markt sind und sich jetzt etablieren und es richtig groß wird und viele Leute das auch kaufen. Und es schmeckt auch vielen Leuten. Das ist sicher bei anderen Produkten auch enthalten. Revolution der Ernährung und Palmöl? Wie passt das zusammen? Wir bitten Unilever um eine Stellungnahme. Der Konzern schreibt, nicht erst seit dem Kauf des Vegetarian Butchers setzt sich Unilever für eine gesündere Ernährung ein. Zudem propagiert Unilever seit langem eine stärker pflanzenbasierte Ernährung. Das Vitaritus-Team ist bei der Zugehörigkeit des Butchers zu Unilever geteilter Meinung. Stellt dies den Plan mit der Revolution der Ernährung auf eine harte Probe? Also ich finde, es nimmt so ein bisschen die Authentizität weg. Tatsächlich finde ich das gar nicht so schlimm, weil das große Unternehmen kann natürlich diese Philosophie weitertragen, als es ein kleines Unternehmen kann. Das Max-Fazit? Der vegetarische Metzger kommt grundsätzlich gut an. Seine Produkte ansprechend. Mehr Transparenz wünschen sich Verbraucher jedoch beim Thema Palmöl. Ob das wirklich die Zukunft ist? Fraglich. Viele Fragen gibt es da noch, aber die Veggie-Burger, die verkaufen sich wie verrückt. Herr Efken, woran liegt das, trotz dieser Palmöl-Problematik? Naja, insgesamt können Sie ja feststellen, es ist ein Hype. Und ein Hype führt dazu, dass viele erstmal mitziehen und es ausprobieren wollen. Es ist von der Basis ja noch ein Nischenmarkt und wenn dann auf einmal viele Leute probieren, führt das natürlich dazu, dass erstmal es große Wachstumsraten gibt in diesem Markt. Aber so ein bisschen scheinheilig. Auf der einen Seite Veggie und wahnsinnig klimaneutral und dann hohe Palmölproduktion. Wissen wir ja, was mit dem Regenwald passiert. Ja, das ist so. Das ist ein Dilemma, weil dieses Palmöl oder Palmfett hat besondere Eigenschaften, die nur sehr schwer von anderen Öl- oder Fettprodukten ersetzt werden können. Das macht es so attraktiv. Darüber hinaus ist die Palmölpflanze auch die Pflanze, ich denke sogar mit dem höchsten Ölertrag pro Fläche, was letztendlich einfach hohe Attraktivität bedeutet. Frau Kettner, Sie haben Veggie-Burger auf der Speisekarte, aber ohne Palmöl. Das ist Ihnen ganz wichtig. Ja, genau. Aber so ganz ohne Fleisch, Steak, Schnitzel kommen Sie auch nicht aus, oder? Nein, das geht nicht. Die Gäste erwarten schon auch qualitativ hochwertige Fleischgerichte. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen. Wir hatten vor einigen Jahren mal einen Veggie Day hier eingeführt. Ein Tag, an dem wir wirklich nur vegetarische Frühstücke, Quick Lunch und auch Abendgerichte angeboten haben. Das wurde in den sozialen Medien unheimlich positiv bewertet. Allerdings hier vor Ort waren die Gäste teilweise enttäuscht. Es wurde auch an diesen Tagen immer wieder nach Fleisch gefragt, sodass wir diesen Veggie Day zurückgenommen haben, aber alternativ dazu mehr vegetarische und vegane Gerichte konsequent mit auf die Karte genommen haben. Und das hat sich auch bewährt. Herr Efken, Ihr Mann hat gerade im Beitrag gesagt, in 20 Jahren, glaubt er, gibt es die Massentierhaltung nicht mehr. Sehen Sie das auch so optimistisch? Nein. Also ich könnte mir vorstellen, ehrlich gesagt auch mit viel Optimismus, dass es in Deutschland zu diesem Zustand in 20 Jahren kommt. Aber global ist das ausgeschlossen. Also diese Entwicklungen ziehen sich sehr lange hin. Das wissen wir ja selber auch. Wie lange diskutieren wir schon hier über die Tierhaltung? Und ich gehe davon aus, dass mindestens in asiatischen Ländern, vermutlich auch in nord- und südamerikanischen Gebieten, weiterhin große Betriebe mit eng gehaltenen Tierbeständen auch in 20 Jahren da sind. Es gibt ja noch einen anderen spannenden Ansatz, nämlich Laborfleisch. Da sagt eine Studie, die geht davon aus, dass in 10, 20 Jahren wir alle 60% Laborfleisch aus der Petrischale essen würden. Sehen Sie das so? So, da muss ich jetzt noch mal wieder sagen, ich finde, das ist zu optimistisch. Allerdings gibt es tatsächlich ernsthafte Studien, die davon ausgehen, dass das Laborfleisch in 5, spätestens in 10 Jahren
Produktionskosten hat, die niedriger sind als die herkömmliche Fleischerzeugung. Und dann wird es natürlich schon spannend. Das schauen wir uns genauer an.